Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in Nassküche. Muss man nur Salat essen, wenn man Diät macht? In der kalten Winterzeit ist das nicht so angenehm für den Magen. Es muss ja nicht sein. Heute machen wir eine vegane Gemüsepfanne mit Chinakohl und Osternpilze. Eine warme Speise, die magenschonend ist und auch lecker schmeckt. Na, dann los! Zuerst schneiden wir den Chinakohl. Messer waagerecht führen, so wird die Scheibe dünn geschnitten. Osternpilze von der Kappe her in Streifen reißen. Möhren in Rautenform schneiden. Das Messer schräg ansetzen und die Möhren in Stücke schneiden. Die Stücke diagonal in Scheiben schneiden. Lauchzwiebel in dünne Scheiben schneiden. Die Stärke-Wassermischung mit 2 Teelöffel Stärke und 30 ml Wasser bereitstellen. Hier tun wir etwas mehr Stärke als sonst rein, weil Chinakohl und Osternpilze viel Flüssigkeit enthalten. Ein Schuss Öl in die heiße Pfanne. Lauchzwiebel einschwitzen. Wenig 5 Gewürzpulver dazu. Die Möhrenscheiben zuerst in die Pfanne geben. Eine Weile braten. Sie brauchen etwa längere Garzeit. Dann die Chinakohlscheiben rein, gut rühren und wenden. Und die Osternpilze auch rein. Jetzt abschmecken. Ein Esslöffel Maggi-Würze, ein Esslöffel vegetarische Austernsauce, halb Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Zucker. Zum Schluss die Stärke-Wassermischung rein. Die Soße ist somit gebunden und haftet am Gemüse. Die beiden Gemüse sind fettarm, kalorienarm und enthalten kaum Kohlenhydrat. An Vitaminen enthalten Osternpilze vor allem B-Vitamine und Vitamin D, die dem Nervensystem und den Knochen gut tun. Außerdem helfen sie uns, die Kurve wieder zu kriegen. Dann bis bald!